BKA-Präsident Holger Münch, der spricht nämlich jetzt in einem Zeitungsinterview von einem sehr steilen Anstieg der Kinder- und Jugendkriminalität. So werden gerade die Jüngeren immer häufiger straffällig. Für die Behörden ist das oft ein Problem in der Handhabung, denn in vielen Fällen, da sind die Tatverdächtigen noch gar nicht strafmündig. Mehr dazu von Leonhard Hepermann. Seit 2021 sorgte eine Gruppe krimineller Kinder in Karlsruhe für Unruhe. Sie brachen in Autohäuser ein, zerstörten und stahlen Autos und fuhren damit durch die Stadt. Mittlerweile ist kein Mitglied der Gruppe mehr auf freiem Fuß. Doch Karlsruhe ist kein Einzelfall, denn Behörden beobachten einen steilen Anstieg der Kinder- und Jugendkriminalität. Der Wochenzeitung Zeit sagte BKA-Chef Holger Münch, es gehe um Kinder unter 14 Jahren und Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. Es handle sich überwiegend um Eigentumskriminalität wie Ladendiebstahl sowie um Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Wie groß und langfristig das Problem wird, können wir noch nicht genau abschätzen. Es ist jedenfalls nicht auszuschließen, dass Kinder und Jugendliche, die heute mit Gewalttaten auffällig werden, auch im Erwachsenenalter weitere Straftaten begehen. Die jüngste polizeiliche Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2023 zeigt, gegenüber 2019 ist die Zahl tatverdächtiger Kinder um 43% angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl tatverdächtiger deutscher Kinder und Jugendlicher bei der Gewaltkriminalität um 9%, die Nicht-Deutscher sogar um 28,4%. Für die Sicherheitsbehörden ist der Umgang mit Kindern und Jugendlichen keine einfache Aufgabe, denn die Tatverdächtigen sind in vielen Fällen strafunmündig. Wir sagen beispielsweise, dass die Wirkung eines Strafverfahrens auch diejenigen erreichen muss, die jünger sind als 14 Jahre alt. Deshalb plädieren wir für eine Absenkung der Strafbarkeitsgrenze. Als Gründe für den massiven Anstieg in den letzten Jahren sieht das BKA etwa den Wegfall der Corona-Maßnahmen und psychische Belastungen. Und wie hier in Karlsruhe sind wohl Eltern und Behörden gefragt, die Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen wieder einzufangen. Der Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl ist mir zugeschaltet. Herr Stahl, ich grüße Sie ganz herzlich. Einen schönen Tag wünsche ich. Ja, das sind beunruhigende Berichte, die wir da momentan hören. Sie arbeiten ja viel an Schulen, erleben das also auch ganz genau in der Praxis. Findet da tatsächlich eine Verrohung statt der Kinder und Jugendlichen? Ja, leider kann ich das auch nur bestätigen, auch das, was Herr Wendt gesagt hat und was der Präsident vom BKA gesagt hat. Es findet eine extreme Verrohung der Jugend statt. Daran sind zum Teil auch die digitalisierten Medien statt, aber auch fehlende Werte und die Schulen. Und das geht jetzt nicht nur für die eine Schule da in Berlin, sondern viele Schulen in Deutschland haben ein extremes Problem mit einer Zunahme von Mobbing, von Gewaltbereitschaft. Unsere Jugend verroht immer mehr. Die Lehrer sind vollkommen überlastet. Aber ich sehe vor allen Dingen auch, dass die zuständige Politik sich diesem Thema nicht annimmt, oft die Schulen auch im Stich lässt und damit alleine lässt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Berlin nehme, Sie haben die Rütli-Schule. Wissen Sie, was bei der Rütli-Schule passiert ist? Man hat einfach nur die Problemschüler von der Schule genommen und hat sie auf andere Schulen verteilt. Das Problem wurde nicht behoben, es wurde verschoben. Und jetzt haben wir dort wieder eine Schule, das ist nur eine, exemplarisch für viele Schulen in Berlin. Schon 2019, können Sie nachsehen, haben wir im Berliner Senat davor gewarnt, wie viel extremes Mobbing und Gewaltpotenzial wir an den Schulen haben. Auch 2019 hatte damalige Senatorin Frau Scheres große Reden gehalten und man kümmert sich darum, nichts ist passiert. Bis heute ist nichts passiert an den Schulen in Berlin und bundesweit ist es auch ein Problem. Die Hälfte aller Schulleiter in Deutschland, und das sind immerhin um die 16.000 plus minus, sagen immer noch, an unserer Schule gibt es keine Probleme. Wir haben kein Mobbing, keine Gewalt. Wir haben alles unter Kontrolle. Sie haben Angst um den Ruf der Schule und sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Und dadurch wird oft gelogen aus Verzweiflung. Wir müssen den Schulen helfen. Wir müssen mehr Sozialarbeiter an den Schulen haben. Wir müssen Prävention und Aufklärung fördern. Und wir müssen dem Problem endlich in die Augen sehen. Wir haben eine extrem verrohende Jugend. Und ich sage es genauso wie Herr Wendt. Wir müssen klar und deutlich darüber reden, eine Herabsenkung der Strafmündigkeit auf mindestens 12 Jahre zu machen. Die Jugend von heute ist nicht mehr die Jugend von vor 30 Jahren. Die haben digitalisierte Medien, die fangen auch mit der Sexualität immer früher an. Wir reden immer davon, dass Jugendliche früher wählen sollen, aber strafmündig sind sie alle nicht. Wir lösen das Problem nicht, indem wir es totschweigen oder verharmlosen oder Kinder und vor allen Dingen Täter in Watte packen. Wir müssen es anpacken und wir müssen die Schulen schützen und damit nämlich die Gesellschaft. Denn ich sage es genauso wie der Polizeipräsident des BKAs.
Wenn wir die Jugend von heute nicht abfangen, werden da aus diesen kriminellen Jugendlichen auch viele kriminelle Erwachsene. Ich selber war ein Jugendlicher, der kriminell Handlungen getätigt hat und bin ebenfalls dann in die Kriminalität abgerutscht. Ich weiß also genau, von was ich rede. Und genau deshalb müssen wir, und zwar Polizei, Prävention, mit Elternverbänden und auch Schulpsychologen und vor allen Dingen Sozialarbeitern die Schulen stützen und schützen, und wir müssen das Problem anpacken. Aber dafür muss die Politik endlich, sorry, ich bin da sehr deutlich, den Arsch hochkriegen, und zwar nicht nur in Berlin, sondern bundesweit, und endlich das Thema auch benennen. Wir kümmern uns um alles und jeden, aber die Schulen und vor allen Dingen die Bildung und die Prävention lassen wir im Stich. Wissen Sie, was Frau Paus vom Familienministerium am Anfang dieses Jahres gemacht hat? Sie hat Präventionsmaßnahmen finanziell gekürzt. Sie hat Gelder für Prävention gekürzt. Und als dann die schlimmsten Zahlen ever rauskamen von der Zunahme an Gewalt an und um Schulen, hat sie sich nicht zurück erinnert und etwas verändert. Nein, es bleibt alles so, wie es ist. Es wird immer gestrichen bei Bildung und Prävention, und die Zahlen werden immer schlimmer. Wie viele Kinder müssen noch leiden? Wie viele Lehrer und Kinder müssen auch noch durch Mobbing und Gewalt in den Tod getrieben werden oder getötet werden, bis wir hier endlich handeln? Wir reden immer von Einzelfällen. Nein, es gibt ein deutschlandweites Problem an Schulen mit Zunahme von Mobbing und Gewalt. Und das müssen wir lösen, indem wir Lösungen anpacken. Aber als erstes das Problem zu nennen. Denn ein Problem zu benennen ist der erste Schritt, um es auch zu lösen. Herr Stahl, Sie sind ja richtig auf der Zinne. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Rundumschlag. Da war ja in der Analyse und auch schon in der Problemlösung eigentlich alles mit dabei. Große Aufgaben, denn problematische Schüler an andere Schule zu versetzen, das wird ja eben auch mit der steigenden Zahl der problematischen Fälle irgendwann einfach gar nicht mehr funktionieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.